Hallo, willkommen zurück. Im letzten Video zum Thema Archion haben wir gesehen, wie man das Portal, also das heißt diese Kirchenbuchsammlung, für die Ahnenforschung nutzen kann. Das Problem dabei ist jedoch, dass viele von den Jüngeren, dazu zähle ich auch schon die Babyboomer-Generation, die ja jetzt bald ins Rentenalter kommt, die sind nicht in der Lage, diese alten Handschriften zu lesen und haben das auch nicht in der Schule gelernt. Aber vielleicht, wenn sie jetzt ins Rentenalter kommen, dann möchten sie vielleicht was über die Ahnen lernen und da kann man ein Tool finden, was uns das wesentlich erleichtert. Dieses Tool möchte ich jetzt besprechen. Transkribus heißt es. Es gibt's also auch unter transkribus.org. Und damit kann man dann durch Learning by Doing lernen, was haben denn die Pfarrer da in ihren Handschriften geschrieben? Ist das jetzt Sütterlin oder was auch immer, eine alte deutsche Handschrift? Transkribus kann alles. Das hat leistungsfähige KI im Hintergrund, die Millionen von Zeichen dann analysiert haben und im Lernmodus dann gesagt bekommen, wie ist das gemeint, was steht da. Und wenn dieses Modell gut angelernt ist, dann erkennt das weit über 90% der Zeichen. Und dann ist es also sehr gut möglich, solche alten Kirchenbücher zu entziffern, auch wenn sie schon ein paar hundert Jahre alt sind. Mir jedenfalls ist es gelungen, schon nach wenigen Dutzend Seiten die Schrift fließend zu lesen, wenn das da vom Pfarrer geschrieben ist. Trotzdem nutze ich noch Transkribus, weil das dadurch schneller geht. Transkribus ist eine fantastische Ressource, um historische Dokumente zu lesen und zu verstehen. Sie basiert auf KI, auch schon lange vor der Zeit, wo ChatGPT eine Rolle spielte. Das Projekt wurde von der EU gefördert. Es ist an der Uni Innsbruck angesiedelt. Das heißt also auch, die Server stehen in Österreich. Und das ist natürlich eine wichtige Sache bei sensiblen Themen, wenn es um persönliche Daten geht, dass das, was da genutzt wird, eben dem EU-Recht unterliegt, auch der Datenschutzgrundverordnung. Und wenn das alles in Österreich ist, dann weiß man, das ist dann in guten Händen. Wenn ihr also Schwierigkeiten habt, solche alten Handschriften zu lesen, dann ist das hier euer Video. Ich will hier auch nicht Transkribus erklären, das können die Macher viel besser. Da gibt es ein Video, ich habe es hier verlinkt. Ich habe ja hier ein interaktives Video. Wenn ihr das in der Beschreibung des YouTube-Videos startet oder direkt auf meiner Webseite H5P083, das wäre also dann die fortlaufende Nummer, die ich hier produziere. Das möchte ich als Fallbeispiel zeigen, um darzustellen, was hat mir Transkribus gebracht. Ich kann Transkribus, nachdem ich mich da registriert habe, zunächst für einen Monat kostenlos einsetzen. Und das reicht dann auch aus, weil ich damit natürlich alles testen kann, was ich brauche. Und wenn ich dann darüber hinaus beispielsweise Volkshochschulkurse anbiete oder Kurse im Allgemeinen über diese Tools, dann ist es natürlich kein Problem, nochmal die wenigen Euro, die das pro Monat kostet, zu investieren, um da auch etwas schneller drauf zuzugreifen als derjenige, der da im Probemonat ist. Da musste ich manchmal feststellen, dann hat es schon ein paar Minuten länger gedauert, bis dass ich die gewünschte Übersetzung der alten Handschrift in unsere Schrift dann bekommen habe. Aber das nimmt man gern hin. Bei Archion, da kann man sich PDF-Dokumente herunterladen, aber wenn ihr mit Transkribus arbeiten wollt, braucht ihr eben PNG oder JPEG-Dateien und die kann man ganz einfach mit dem Tool zum Screenshot erzeugen und speichern und dann kann man diese alten Texte sich ganz schnell erschließen. Das, was ich sehr schnell schätzen gelernt habe, das ist das neueste Modell TextTitan 1. Der TextTitan 1, der erkennt sofort, welche Sprache das ist. Da ist außer Deutsch vieles andere an europäischen Sprachen enthalten, auch Finnisch. Das heißt, wenn ich also da ein Kirchenbuch aus Finnland hätte, von einem Pfarrer dort verfasst, und da wäre einer der interessanten Leute, vielleicht auch einer der Vorfahren drin dokumentiert, dann könnte mir Transkribus das
in aktuelles Finnisch übersetzen und mit DeepL kriege ich das dann schnell ins Deutsche übersetzt. Das heißt, das ist also mit KI-Unterstützung heute kein Akt mehr. Und dann gibt's ja immer noch, wenn es da mal was gibt, was die KI nicht gelöst hat, dann gibt es die Foren, die gibt es sowohl bei Transkribus, aber auch bei Archion. Und da kann man dann das, was man schon herausgefunden hat, darstellen und fragen, was könnte das heißen? Ich habe gesehen, da gibt es dann auch ganz schnell Leute, die Ahnung haben und die sagen, das ist damit gemeint oder unter dem Kontext ist das zu betrachten. Die Erkennungsquote, die ich hier festgestellt habe, die ist weit über 90%, und das will was heißen, weil bei den Kirchenbüchern, da wird ja nicht Alltagssprache hier in Text übersetzt, sondern wenn ich jetzt an meine Heimat denke, im Waldeckschen in Nordhessen, da gibt es Namen, die gibt es sonst nicht im Duden, wie Schlucke Bier oder meine Oma ist eine geborene Büchsenschütz. Äh, Da kommt jemand, der hier nur mit KI zu tun hat, da kommt er nicht drauf, dass das Eigennamen sind, aber das ist dann mit Transkribus schon viel besser erkannt, als wenn man da jetzt ein normales Standardtool aus dem Bereich der KI einsetzt. Wenn man sich mit diesem Tool Transkribus beschäftigt, kann man auch eigene Modelle aufstellen. Das ist dann aber viel Arbeit, aber das ist dann interessant, wenn jemand hier äh, sich mit KI beschäftigen will, weil er demnächst ein Studium anfängt, der kann hier auch eigene Schriftenmodelle aufbauen, eine Lernphase starten mit alten Schriften und dann aus der unbekannten Schrift immer mehr bekannte Texte dann machen, um diese KI anzulernen. Aber das ist eine Sache, will ich also hier nur erwähnen. Also es ist nicht nur für Ahnenforschung interessant, dieses Thema, sondern für alle Menschen, die sich mit Bilderkennung beschäftigen und KI einsetzen wollen, um bekannte Bilder und bekannte Inhalte mit neuen zu vergleichen. Das geht ja auch so in der Medizin. Ne? Wer da gesunde Organe abgelichtet hat und hat der KI die zur Analyse gegeben und vergleicht das dann mit Bildern, da erkennt dann die KI sicherlich auch ganz schnell, wo ein Knochenbruch ist oder wo eben ein Karzinom vermutlich der Grund ist. Das geschieht einfach durch Vergleichen von Bildern mit dem enormen Reservoir, was da der KI zur Verfügung steht. Das machen ja die Menschen nicht viel anders, nur die KI, die macht das mit Rechnerunterstützung viel schneller und für viel preiswerter, als die Fachleute das könnten. So, jetzt schauen wir uns aber nach diesem kurzen Exkurs in die Möglichkeiten der Lernfähigkeit von KI an, was hier im Kirchenbuch von Höringhausen steht. Da habe ich ja schon im Vorigen erklärt, da ist mein Großvater Albert verzeichnet, der 1891 geboren ist und der dann eine ganze Menge von profitiert hat, habe ich ja schon erzählt, allein durch den Vermerk und den frühe Erkennen seiner Schwerhörigkeit musste er nicht zum Militärdienst. In den Kirchenbüchern sieht man aber auch viel über das Verhalten der Konformanten, jedenfalls in den älteren Kirchenbüchern. Die wurden benotet, da gab es gut, ganz selten, die meisten hatten genügend, viele hatten ungenügend oder mangelhaft. Und das kann man also da sehen. Ich habe dann in dem Kirchenbuch nicht nur nach Albert Rennert geforscht, weil von dem wusste ich ja noch vieles, den habe ich ja auch persönlich erlebt. Bis zu meinem 19. Lebensjahr lebte der ja auch noch und konnte sich immer über vieles mit mir unterhalten. Und das Kirchenbuch war letztendlich nur nötig, um Beweissicherung zu treiben, was er mir da erzählt hat. Stimmte das auch alles oder hast du das noch in richtiger Erinnerung? Und mit Kaisers Geburtstag, das war ja nur eine der Stories. Eine andere, die da auch zum Tragen kam, ist die Geschichte meines Onkels Heinrich Rennert. Der ist im Krieg gefallen und da hat der Pfarrer auch interessante Einträge gemacht. Der ist Jahrgang 1922. Wir sehen das hier. Die KI hat das zum Teil als 1927 gelesen, weil 2 und 7 ist also da von der Schrift nicht so zu unterscheiden. Aber da steht dann hier im Eintrag nicht konfirmiert. Das steht nicht nur bei ihm, sondern auch bei fast dem ganzen Jahrgang. Und da habe ich in Erinnerung an meine
Jugend und an die Gespräche, die da stattfanden zwischen den Älteren, auch an dem Geburtstag meines Großvaters, was da vorgefallen war, dass der nicht konfirmiert wurde. Das war wohl so, dass 1936, als dieser Jahrgang 1922 zur Konfirmation anstand, da sind die Konfirmanden, vor allem die Jungen, dann in ihrer Hitlerjugenduniform zum Unterricht erschienen. Das hat der Pfarrer wohl nicht gelitten und hat gesagt, das geht nicht. Und da wurden sie nicht konfirmiert, weil der Pfarrer eben sich geweigert hat, Hitlerjugenduniform in seinem Konfirmandenraum zu sehen. Das ist dann aktenkundig geworden. Das sehen wir ja auch hier. Und bei meinem Onkel, der einer der Trendsetter war, wie ich das dann später auch herausbekommen habe, da stand dann auch, dass 1939 beim Amtsgericht Korbach aktenkundig wurde, dass er aus der Kirche austritt. Also er war nicht nur konfirmiert, sondern er ist also 3 Jahre später auch aus der Kirche ausgetreten. Damals ein ganz dramatischer Akt. Heute machen das ja viele nicht wegen Hitlerjugend, sondern einfach um Steuern zu sparen, oder Kirchensteuer zu sparen. Was will ich mit diesem Fallbeispiel zeigen? Transkribus ist ein sehr mächtiges Tool. Damit kann man alte Handschriften entziffern und natürlich auch Lesehilfe bekommen, um sich schnell in diese alten Handschriften einzuarbeiten. Das sind ja nur 26 Buchstaben in klein und 26 in groß. Und wenn man die gelernt hat und man hat dann gelesen, was da handschriftlich verfasst wurde, und man hat das verglichen mit dem, was Transkribus geliefert hat, dann kann man das nach ein paar Seiten, wie ich ja schon zu Anfang sagte, selbst sehr gut tun. Das, was ich hier am Beispiel von meinem Vorfahren oder den Verwandten, dem Onkel Heinrich, da erklärt habe, das ist eben ein Akt, um die praktische Anwendung zu zeigen. Die Originale habe ich ja hier empfohlen, die stelle ich hier auch nochmal zusammen am Ende. Wo findet ihr diese Quellen? Ich habe hier den Waldeckischen Geschichtsverein genannt. Da findet man eine ganze Menge, weil dort hat man also früher die echten Kirchenbücher, also nicht die Digitalisate, schon vor Jahrzehnten ausgewertet. Dann sind hier auch Links zu sehen. Ich habe schon erwähnt im vorigen Video auch oder auch hier, dass seit 1876 ein Personenstandsarchiv in Hessen gibt und seitdem führen die Standesämter diese Daten. Vorher gab es eben durchgängige Datenspeicherung eben nur bei den Pfarrern in den Gemeinden. Wer dann von diesem Video so motiviert ist, dass er mehr über Transkribus wissen möchte, der findet hier ein Video, das dauert auch über eine Stunde. Und da wird von den Machern selbst beschrieben, wie das funktioniert. Das ist sehr unterhaltsam, ist auch in Deutsch. Wer es etwas kürzer haben möchte, der findet auch eine englische Beschreibung. Ist gut verständlich, weil das Englisch wird von österreichischen jungen Frauen gesprochen und die sprechen natürlich dann viel verständlicher, als wenn das jetzt irgendein Amerikaner in seinem Jargon gesprochen hätte. Ja, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr insgesamt Interesse habt, ihr könnt dann hier auch in der Linksammlung, die ich hier mit H5P permanent aktualisiere, feststellen, ob ich hier einen Kurs anbiete. Das ist eigentlich mein Plan, den Kurs anzubieten, ob das nun im Rahmen eines Volkshochschulkurses stattfindet oder irgendeines anderen Bildungsanbieters. Ich bin ja auch im Augenblick im Rahmen des Computerführerscheins für ein Karlsruher Unternehmen tätig. Das weiß ich jetzt noch nicht, wo das also stattfindet. Machen würde ich das gern. Wenn Anbieter von solchen Kursen dabei sind, nehmt einfach Kontakt mit mir auf, wenn ihr sowas macht und wollt mich vielleicht als Dozent haben. Ich muss aber eben, bevor ich diesen Kurs anbiete, noch klären, in welchem Umfang darf ich hier beispielsweise Unterrichtsmaterial einsetzen. Da würde dann hier der Geschäftsführer von Archion sicherlich Auskunft geben können. Ich muss ja was haben, um damit zu üben, um das zu zeigen, wie das ja bei Lehrbüchern üblich ist. Aber das bedarf noch der Klärung. Und das werdet ihr dann durch den Einsatz von H5P hier auch sehen.
Was kann ich hier also im Rahmen von Unterrichtsvorbereitungsmaterial auch noch bereitstellen? So viel für heute. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.